20. Juni 1968. Das Ende der Welt. Der Rest der Menschheit, der auf der Erde verblieben war, rottete vor sich hin. Getrieben und gequält von unerbittlichen und nicht enden wollenden Angriffen einer todbringenden Spezies namens die Saat, die maschinengleich und ohne erkennbarer, menschenähnlicher Moral nur ein Ziel zu kennen schien: den Untergang der Menschheit herbeizuführen. Vor der Invasion entdeckten führende Militärwissenschaftler alte außerirdische Schriften und einen sogenannten Weltenstein, eine Mischung aus Gegenstand, Entität und Energiereservoir, der es ermöglichte, Menschen, in diesem Fall menschliche Testsubjekte, mit dem Weltenstein zu verbinden, um virtuell andere Welten zu besuchen. Diese Subjekte wurden als Träumer bekannt. Ein Träumer wurde von Dr. Ulrich Harsgard, dem Leiter des Träumerprojekts, mit einem Wesen aus einer anderen Welt verbunden, über das nur dessen Name bekannt war: Knochenkralle. Unwissend, dass die Saat diesen Träumer als Tor zur Erde nutzen konnte, erfolgte die Invasion der Saat schnell und unerwartet. Die Menschen wurden schlichtweg überrumpelt. Innerhalb weniger Jahre hatte sie den größten Teil des Lebens auf der Erde ausgelöscht. Fast ein Jahrhundert später machte sich ein junger Abenteurer, bewaffnet nur mit Holzschild und Schwert, von einer abgelegenen Insel auf den Weg, die Welt vor der Saat zu retten, indem er einen Drachen in einem Turm aufsuchen und ihn töten wollte. Was als Rettungs- und Befreiungsaktion begann, kehrte sich zu einem Desaster, als der Mann von dem Drachen ausgetrickst wurde und zu einem neuen Tor für die Saat auf der Erde wurde. Einen Monat später segelte ein anderer Abenteurer von derselben abgelegenen Insel los, in der Hoffnung, das Schicksal seines Vorgängers aufzudecken und sein Vorhaben umzusetzen. Der Held landete nach einem verheerenden Sturm an einer Küste und wurde dort völlig unvorbereitet von der Saat überwältigt. Alan Ford, die Anführerin einer kleinen Gruppe von Überlebenden aus einem nahegelegenen Gebäude namens Station 13, rettete den Pechvogel, bevor die Saat diesen erledigen konnte. Nachdem die Hauptfigur, der Spieler, sich erholt hatte, erzählte Ford ihm von ihrem Großvater, Andrew Ford, genannt der Gründer. Er verbrachte viele Jahre damit, nach einer Möglichkeit zu suchen, wie man die Saat aufhalten könnte, bis er eines Tages spurlos verschwand. Dies brachte den Protagonisten auf die Spur des Gründers, in der Hoffnung, dass dieser den Schlüssel zu einem Sieg über die Saat in den Händen halten könnte. Die Reise führte den Helden auf der Suche nach Antworten in viele seltsame Welten, in denen er Kämpfe bestand, hartnäckige Angreifer überwältigte und auf neue Spezies traf. Auf einer Welt namens Yaisha wurde er fündig, und er fand und rettete den Gründer. Ach du heiliger Himmel, Knochenkralle ist die Quelle. Harsgards Träumer war das Tor. Dieses Treffen mit dem Gründer führte den Helden zu Station 17, den Aufenthaltsort von Dr. Harsgards Träumer, der ursprünglich mit Knochenkralle verbunden war. Als er auf der Station ankam, erfuhr die Hauptfigur vom Schicksal seines Vorgängers, der vor ihm auszog: den verhängnisvollen Drachen zu töten. Als ihm klar wurde, dass sein Vorgänger nun ein Träumer und damit das Einfallstor der Saat war, stellte er sich der Saatmanifestation des Träumers, dem Albtraum. Nach dem schwer errungenen Sieg über diesen und den damit unvermeidbar verbundenen Tod des Träumers begann der Turm, unter dem Station 17 untergebracht war, einzustürzen. Wir, der unschlagbare Protagonist, entkamen dem einstürzenden Atoll und kehrten, im Glauben, unsere Aufgabe erfüllt zu haben, in die Station 13 zurück. Ein Jahr nach dem Sieg über den Träumer war die Saat noch immer eine Gefahr. Aus diesem Grund schickte der alte Ford den Spieler in die Station, in der alles begann.
Dort entdeckte der Protagonist Audiodateien, in welchen Dr. Harsgard seine Forschungen und Entdeckungen aufzeichnete. Harsgard entdeckte mysteriöse Runen, übersetzte sie und stellte fest, dass sie von einem Wesen namens Knochenkralle geschrieben worden waren und von einem himmlischen Reich erzählten, in welchem es weder Tod, Schmerz noch Krankheit gäbe. Der Forscher wurde immer besessener von der Idee, einen Weg zu finden, um mit Knochenkralle in Kontakt zu treten, den er für ein gottgleiches Wesen hielt. Das war der Grund, weshalb er die Träumer zu Kontaktversuchen durch die Dimensionen aufrief, was bei 2 Träumern zum Verlust ihres Verstandes, Selbstmord und Attentatsversuchen führte. Die einfallende Saat übernahm nach und nach die unteren Etagen der Hauptstation. Als das Militär den Befall nicht mehr eindämmen konnte, wurde die Station aufgegeben. Dr. Harsgard gelang die Erfüllung seiner Pläne mit einem menschlichen Träumer, einem Subjekt namens 2409, und nahm willentlich in Kauf, dass die Saat auf die Erde gelangte. Von seiner Obsession vollkommen beherrscht, schlug er sich auf die Seite der Saat und half ihr, unsere Welt zu verseuchen und zu kontrollieren. Der Vorgänger unseres Helden erlag seinem Schicksal aufgrund Dr. Harsgards Machenschaften. Nachdem der Protagonist sich die Audiodateien angehört und die Energieversorgung wiederhergestellt hatte, öffnete sich im Zentrum der Station ein mysteriöses Portal, durch das er auf eine Schneewelt namens Reisum reiste. Dort entdeckte der Abenteurer eine junge Frau in Begleitung eines Riesen, die vor dem Helden davonlief. Nachdem er sie einholte, erfuhr er von ihr, dass sie eine Träumerin war, Subjekt 2923, mit der herausragenden Fähigkeit, die Saatverseuchung zu zerstören. Damit könnte sie die einzige Person sein, die in der Lage wäre, die Saat endgültig zu zerstören. Der Riese, der Wächter Reisums, brachte die junge Frau auf seinen Planeten, damit sie ihm im Kampf gegen die Saat helfen konnte. Die Hauptfigur überzeugte die Frau, auf die Erde zurückzukehren, um dort der Saat den Garaus zu machen. In der Hauptstation öffnete sie ein Portal zum Ursprung der Saat, wo der Held auf den mutierten Dr. Harsgard traf. Im darauffolgenden Kampf kam der Forscher ums Leben, weswegen sich die Saatentität, die ihn kontrollierte, aus ihm zurückzog. Der mutmaßliche Knochenkralle. Der Protagonist wurde von Subjekt 2923, auch Clementine genannt, gerettet und kehrte als Sieger und Retter auf die Station 13 zurück. Dr. Harsgard mag aufgehalten worden sein, doch Knochenkralle und die Saat sind es nicht. Sie lauern noch immer irgendwo da draußen. Merkwürdig. Was ist Das kann nicht stimmen. Unglaublich. Du hast es geschafft.